So, wir sind jetzt 60 Kilometer vor Göttingen. Also Andrea hat uns hier zu einem richtig schönen Platz navigiert. Also es sind nur noch 10 Kilometer bis nach Göttingen. Ach ja, 60 bis Kassel? Nein, wir sind 60 gefahren. Wie weit ist es noch bis Kassel? 70? Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt kurz vor Kassel und haben hier einen ganz netten Platz und werden dann morgen die restlichen Kilometer bis nach Kassel fahren, um dann endlich unseren Kühlschrank reparieren zu lassen. Christopher baut jetzt alles aus und räumt alles aus und ich gucke mir hier ein bisschen die Gegend an. Wir wurden gerade auch total nett begrüßt, gleich mit Kaffee und Kuchen und Auflauf und was es nicht alles noch für spezialisierten... Was? Und wir saßen mitten im Wohnzimmer. Ja, genau, wir saßen mitten im Wohnzimmer und es ist sehr nett hier. Also wir hoffen, dass er uns helfen kann. Es gibt da so ein paar Möglichkeiten, die es sein können. Wir werden sehen, ob es eine davon ist oder ob wir eben doch auf ein neues Gerät umsteigen müssen. Mal schauen. Ja. Ja, es wird wohl der Kompressor sein, weil Kältemittel war noch drin. Also wir haben das jetzt abgekniffen, um zu gucken, ob im Kreislauf überhaupt noch Kältemittel ist. Und dann ist der Sensor sofort angesprungen. Ja, hier zischt jetzt das Kältemittel raus. Was wir hier gerade gelernt haben, ist, dass so ein Kühlschrankkompressor 3 Anschlüsse hat. Einen, in dem das Kältemittel angesaugt wird, einen weiteren, in dem das stark verdichtete Kältemittel wieder ausgegeben wird und einen Anschluss zum Befüllen. Dieser Anschluss ist in den meisten Fällen fest verschlossen, dadurch ist das Prüfen relativ schwierig und nur mit speziellem Werkzeug möglich. Christian von Belluna setzt uns an diese Stelle ein Ventil, ähnlich wie bei Autoklimaanlagen, sodass es wieder möglich ist, Kältemittel ins System einzuleiten. Nachdem das Ventil an unseren alten Kompressor eingelötet ist, wird das System befüllt und erneut auf Dichtigkeit untersucht. Eine undichte Stelle finden wir nicht, allerdings ist die Kühlleistung sehr gering. Dadurch kommt der Verdacht auf, dass der Kompressor nicht mehr ordnungsgemäß verdichtet, also tauschen wir diesen aus. Congelatore. Però aspetta, devi spegnerlo prima e aspettare 2-3 minuti. Ah sì, adesso lo spento. Deve... Dadurch verbessert sich zwar die Kühlleistung, ist aber immer noch nicht zufriedenstellend. Also reinigen wir den Trockner, weil wir jetzt den Verdacht haben, dass eine Verunreinigung im Kühlkreislauf ist. Und weil der Trockner eine Art Flaschenhals im System darstellt, wird dieser gereinigt. Dazu wird er auf einer Seite ausgelötet und erhitzt. Auf der geöffneten Seite halten wir einen Hammer davor, damit wir erkennen können, ob und wie viel Verunreinigungen oder Kondenswasser sich dort niederschlagen. Ein bisschen kommt schon raus, ne? Mhm. Jetzt kannst du einfach... Runterlaufen. Ja, ja, du machst richtig weiter, Alter. Ja. Nochmal, oder? Das heißt, das mal, jetzt brauche ich das. Nach der Aktion wird alles wieder zusammengebaut und der Kühlschrank kühlt sehr schnell runter. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, lassen wir ihn über Nacht laufen und messen dabei das Kühlverhalten. Jetzt nicht kaputt gehen auf die letzten Meter, ne? Muss hier so ran. Und dann G, Schraubendreher. Willst du mal einen Schraubendreher? Andere Seite.
Ja, ich musste eben nochmal eine Kupferleitung ein bisschen umbiegen, weil sonst nicht reingepasst hat. Deswegen gehe ich jetzt nochmal auf Leckagesuche, nicht, dass dabei was kaputt gegangen ist. Aber es scheint dicht zu sein, das ist schon mal gut. Also nochmal. Ja. Ja, nach so knapp 24 Stunden haben wir es dann jetzt geschafft. Also es war trotzdem eine schöne Zeit Ja, hier. wir hätten auch noch länger bleiben können. Ich glaube auch noch ein paar Tage. Wir wurden ja auch gut versorgt mit Blinis. Ja, Also das war schon ganz witzig. Ja, jetzt verabschieden wir uns hier erstmal und jetzt geht es für uns weiter. Mit funktionierendem Kühlschrank zum Glück wieder. ja, sehr schön. Es gibt wieder kühle Getränke und Ahis. Ja, das mit dem Eis und den kühlen Getränken, das hat nicht so richtig funktioniert, denn abends lief der Kompressor plötzlich wieder auf Hochtouren und ist richtig heiß geworden. Und dann haben wir ihn eben abgeschaltet. Ja, und dann zum Glück waren wir noch nicht so weit weg und noch in der Umgebung von Kassel und haben uns da ein bisschen was angeschaut und sind dann zurück zu Belluna gefahren und haben den Kühlschrank eben wieder ausgebaut. Den Kompressor hatten wir ja schon getauscht und den Trockner. Genau, den Trockner, das hatten wir alles schon sauber gemacht, weil ein bisschen Feuchtigkeit halt drin war. Und also wir vermuteten jetzt, also Christian hat sich das halt auch nochmal angeguckt, er hätte den auch gern noch weiter repariert, weil ihn das selber interessiert hat und sowas. Aber wir hatten ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr jetzt mit diesem Kühlschrank da so viel Zeit und Nerven noch reinzustecken. Und ja, deshalb haben wir uns halt entschieden, halt einen neuen zu nehmen. Ja, wir haben dann halt bei Belluna, also bei Christian, haben wir dann in der Fundgrube ein bisschen rumgeguckt, haben mit den Maßen vom Dometic, haben wir geguckt, okay, was würde einigermaßen passen. Hatten dann so einen gefunden, der da so reinpassen würde, war ein klein bisschen zu hoch. Dann wurde halt noch ein bisschen eingekürzt, das was möglich war. Wir mussten auch noch ein bisschen bei uns rumschneiden. Ja. Sieht jetzt halt nicht ganz so toll aus, das müssen wir noch neu verkleiden alles jetzt. Ja, die Lampe haben wir noch abgemacht, darüber war halt eine Lampe beim Kühlschrank, die haben wir jetzt erstmal abgemacht. Das müssen wir alles wieder ein bisschen neu anbauen die nächsten Tage, wenn wir zum Baumarkt nochmal uns irgendwas einfallen lassen, dass es wieder ein bisschen hübscher aussieht. Kühlschrank noch vernünftig festschrauben, der ist jetzt auch nur an einer Schraube fest. Ja, also wir sollten uns nicht so doll seitlich hinlegen. Müssen wir halt nochmal vernünftig festschrauben, den Kühlschrank. So die nächsten Tage werden wir uns dann mal drum kümmern. Aber er läuft halt richtig gut. Also wir haben ihn jetzt seit 3 Tagen, haben wir ihn so im Test und sind damit sehr zufrieden. Also wir haben auch so ein bisschen Vergleich mit dem alten Dometic-Kühlschrank. Da war das halt immer so, wenn der Kompressor anging, lief er meist halt über eine Stunde durch, kühlte das wieder runter. Und mit dem, der geht halt an kurz, läuft, schaltet wieder ab. Also so läuft vielleicht für 10 Minuten, auch wenn man mal aufmacht, neue Getränke reinstellt und kühlt halt ordentlich runter. Und wir haben ein Bedienfeld. Ich wollte gerade sagen, dein Bedienfeld, Ja, das wollte er unbedingt haben, ja, weil wieder eine Anzeige ist, wo man dann ein paar Sachen einstellen kann. Ja, ist ziemlich cool. Also wir haben ein Bedienfeld, da kann man wirklich auf Temperatur genau kann man halt sehen, wie kalt das im Kühlschrank ist. Das ist halt mit so einem eigenen Sensor und kann den Kühlschrank theoretisch auch als Gefrierschrank laufen lassen. Also kann die Minusgrade einstellen und dementsprechend läuft der Kompressor. Und da unser Kompressor jetzt groß genug ist, also der Kompressor hat an sich doppelt so viel Hubraum wie der von Dometic und ist sogar noch kleiner, der Kühlschrank. Also hat halt ganz gute Leistung. Ja. Und ja, bisher sind wir ganz zufrieden. Mal sehen, was so der Dauertest dann zeigt. Genau. Aber es ist halt schön, endlich wieder kalte Getränke zu haben. Unseren neuen Kühlschrank feiern wir dann gemeinsam mit Gerd, der mit einem umgebauten Bier-LKW unterwegs ist.